an die wir uns immer erinnern. Trinkt und tanzt und schwitzt, viel Spaß heute Abend. Wir sind zurück von einem aufregenden Tag. Wollen wir einfach kurz erzählen, wie das so ablief, oder? Genau, wir sind heute rein, hatten dann den Dressing Room, wo die Band sich unseren Fragen gestellt hat. Und dann gab es einen Akustik-Song, das war Black. In dem Fall auch wirklich Black, weil wir nicht in Deutschland waren und Bill sich schon so gefreut hat. Also wir hatten schon Taschentücher dabei, falls er weinen muss, falls welche schwarz singen, aber war halt Brauchten wir nicht, genau. War halt Haben nicht alle nötig. brav Englisch mitgesungen. Genau, dann hat Tom sein berühmtes Songquiz gemacht. Jeder, der den Song erraten konnte, hat einen Whisky-Shot bekommen. musste einen Whisky-Shot trinken. Fast keiner wollte Alkohol trinken, ne? Mir war es egal. Ja, war auf jeden Fall super witzig, Tom und das Songquiz. Ist auf jeden Fall ein cooler Moment. Also in dem Dressing Room, das macht auf jeden Fall super viel Spaß. Alle sind super entspannt und hinterher ist Soundcheck. Welche 3 Songs waren es? Black? Genau, Black, Cotton Das- Candy nee. Sky und Something New. Richtig. Das war der Soundcheck. Mit Hinterher Bills Geständnis. untenrum ist gar nichts. Untenrum ist Das ist eine gar Aussage, nix. ins Mikro zu sagen, untenrum ist gar nichts. Genau, beim Soundcheck ist es ja halt so, dass die Band den Sound erstmal nur checkt. Das heißt, es ist noch nichts fertig. Die Halle ist fast nicht gefüllt, weil es ist ja keine volle Halle in dem Fall. Und sie sind auch noch nicht in ihren Auftrittsklamotten. Und es ist logisch, dass die Band dann sagt, ich meine, es gibt ja auch andere, die mal sowas nachschauen, die keine Fans sind und eben nicht wissen, dass es dieses Soundcheck-Upgrade gibt. Und wenn die dann denken, so, stehen die da mit einem Adidas-Pulli und einer Jeans. Ja, und die Halle ist halt irgendwie 5 Reihen gefüllt oder so. Das ist so. Also Es wurde um- uns so erklärt, dass das eben so ein Grund ist, wieso man da echt irgendwie nichts posten soll. Und wieso wir auch natürlich dann nicht filmen konnten. Allgemein war es heute sehr schwierig, da irgendwie mitzufilmen, weil. Ne, Man will es ja auch genießen auch Ja. einfach. Aber auf jeden Fall, Soundcheck war auch super schön. Es ist halt einfach so ein bisschen so Nostalgie pur, sie nochmal eben nicht in designten Kostümen zu sehen auf der Bühne. Stimmt, wie ganz früher, ne? Genau. So in Jeans und. Stimmt. Genau, dann nach dem Soundcheck ging es dann eigentlich auch schon so gut wie wieder los zum Konzert. Das war als nächstes. Zwischendrin, das war super. Also da ein großes Lob wirklich an Treehouse. Wir konnten unsere Taschen abgeben. Da wurde drauf aufgepasst, auch außerhalb der Garderobe noch, damit man auch wirklich immer flexibel nochmal hin kann. Gut, die wurden uns jetzt nicht immer hinterhergetragen. Nee, das jetzt nicht, aber Aber ja. war auf jeden Fall super. Wir waren, glaube ich, ungefähr ab 7 standen wir vorne und um 9 ging dann das Konzert los. Heute richtig pünktlich. Richtig, keine Verspätungen. Wir waren zu 12 übrigens im Cross-Upgrade und 2 wollten nicht mit auf die Bühne. Genau, und es ist so, dass du bei Easy dann rausgehst. Das ist ja einer der letzten Songs. Trifft sich dann mit Wird den abgeholt. anderen, wird abgeholt und dann Backstage geführt. Das heißt, du kriegst Girl Got a Gun halt leider nicht so richtig mit. Aber der nächste Song ist Wobei dann das auch Automatic. richtig gut ist, weil der hypt einen nochmal, weil man hört ja, man steht da neben der Bühne. Ja, und das ist da wird gut. man richtig gehypt, nochmal so auf die Bühne jetzt zu gehen. Da ist auch voll gut das Team getimed. von Treehouse sehr gut nochmal mit drin. Die heizen auch Kann man nochmal auch ein ordentlich bisschen ein. mit tanzen. Genau, und dann standen wir bei Automatic mit auf der Bühne. Dann haben wir den Rest des Konzerts von der Seite angeschaut uns. Das ist halt, das tut echt weh. Normalerweise war es ja sonst oder meistens so, dass nach dem Konzert nochmal Backstage Meet and Greet ist mit den Jungs.
Diesmal war es andersrum. Es war erst das Humanoid Q&A. Das heißt, wir waren dann schon vor der Fotowand und konnten, also wir waren als Cross dann schon vorher drin. Dann wurde es aufgefüllt mit den Humanoids noch und dann kam die Band. Und genau, dann waren es erstmal 20 Minuten Frage-Antworten und dann kamen die Fotos, also erst Selfies und dann das professionelle Foto. Und dann ging es für uns als Kings of Suburbias in den Dressing Room nochmal mit der Band. Da ist es dann so 20 Minuten und go, nutzt die Zeit. Also normalerweise sind es, glaube ich, um die 20 Minuten. Bei uns waren es jetzt so um die 25, weil wir halt nicht nur 9 waren, sondern 12. Ja. Aber es hat voll gepasst. Also Ja, es ist eine schwierige Situation. Man kommt Ja. rein, man muss dann erstmal wieder ein bisschen auftauen. Klar hatte man dieses erste Meet and Greet, aber ne, gerade wenn es so viele sind. Diese Gruppe, muss ich aber auch sagen, war eigentlich wirklich nett. Also lauter nette Mädels. Und ja, aber dann hat erstmal Georg den Bartender gemacht, ne, der erstmal ausgeschenkt. Und dann ging's los. Und das ist dann schon, Krieg. Nein. ja doch irgendwie zwar sehr, vielleicht so kalter Krieg. Ein bisschen Überforderung. Also so vom ersten Mal her, so da, du weißt nicht so richtig, scheiße, wo fange ich denn jetzt an? Weil dann holt der Erste sein Geschenk raus und drückt es irgendjemandem in die Hand. Und der es Sie ist nehmen auf jeden sich auch Zeit, auch die Geschenke anzuschauen. Das ist ja auch was Gutes. Genau. Sagen auch was dazu. Ob sie es gut finden oder nicht. Ja. Ja, und dann kann man schauen, wen man sich schnappt. Und Genau, dann geht man so seine Runden. es gibt natürlich immer dann so die Favoriten der Band, die dann so ein bisschen mehr belagert werden als Bei die Gustav anderen. war es dann auch echt schwierig, da noch was zu bekommen. Ja, Gustav ist mega süß. Der nimmt sich so viel Zeit für jeden Ja. und auch der achtet auch auf so Kleinigkeiten. Das ist so ein richtig und wenn man mit ihm penibler. einmal ins Gespräch kommt, dann läuft Fällt es es einem aber auch schwierig, Also- da rauszukommen. Ja. Also Gustav ist echt ein Schatz. Ja, Georg war Georg auch ist da. da. Nee, Georg hat sich auch Zeit genommen. Mit Georg- Georg kann man so ein bisschen, ne? Das macht Spaß mit dem. Ja, und dann muss man halt eben schauen, wie man an die Twinsies rankommt. Ne? Also bei Tom ging's. Der war dann auch immer wieder mal so ein bisschen, dass so mega viele standen, aber mit dem konnten wir auch ganz gut uns unterhalten eigentlich. Mhm. Und kurz mal seinen kleinen Bruder beleidigen. Du hast ihn nicht beleidigt, das ist ja, du hast einfach nur die Fakten ausgesprochen. Also sie hat gesagt. Ja, ich habe ihn dann ja nicht gekürt. Ich habe ihn auch nicht nominiert. Ich hätte ihn auch nicht gewählt. Bill ist natürlich überfordert, aber er macht es echt gut, weil ich meine, er kriegt ja ein Geschenk nach dem anderen. Und er muss sich Der Arme alles kriegt anschauen. ein Ja. Geschenk nach den anderen. Gummibärchen, Schmuck. Ja, aber bei dem letzten Meet and Greet jetzt. Und dann will er es aber ja noch allen recht machen. Also sie ist An sich war es aber für mich zu wenig Zeit, eben gerade weil wir 12 waren. wir 12 waren. Und wenn man dann eben dasteht und gesagt wird, ja, jetzt ist die Zeit vorbei, was ja auch klar ist, irgendwann ist es halt eben zu Ende. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und man steht da und hat halt noch nicht mal alle seine Selfies bekommen. Und da war aber dann wirklich Verständnis auch da von Treehouse. Das sie ist gesagt, halt- okay, jetzt aber Tempo, aber, ne? Mach jetzt schnell noch deine Selfies mit denen, die dir fehlen, aber dann raus mit dir. Also bei einem Cost-Package nicht verquatschen, wenn dir deine Fotos wichtig sind. Ansonsten genieß einfach die Zeit mit den Jungs. Feierabend, Wie das duftet. Süß. Scheiße, können wir. Tasse. Genau. Ein spannender Tag. Gefühlschaos. Warte, ich mach.
Jetzt ist dunkel, jetzt kann sich Sunny endlich wieder sehen lassen. Tom, See you. next Tuesday. Wir sind ja jetzt im. Man sieht's gar nicht. Im Espresso Express. Wir sind auf dem Weg nach Mailand aus München im Espresso Express. Ob es sich lohnt? Ich kann jetzt schon sagen, dass sich das lohnt. Ja, weiß ich auch. Aber vielleicht lohnt es sich für jemanden nicht. Stimmt. Für jemanden, der bühnenscheu ist und keinen Menschenkontakt sucht. Funny.